Hallo Leute, ich bin Wolfgang von Black Trident und heute sprechen wir darüber, wie du Sling und Slingkeeper an deinem neuen Gewehr montierst. Alles, was du darüber wissen musst, das erfährst du jetzt. Ich bin mir sicher, dass du unser Video zum Black Trident 2-Point Sling schon gesehen hast. Und jetzt ist es natürlich so, du hast jetzt ein super geiles Black Trident Paket bekommen und jetzt geht es daran, hey, wie montiere ich das Ganze an meinem Gewehr? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Zuallererst mal, bevor ich überhaupt die Auswahl getroffen habe, was bestelle ich mir jetzt, habe ich mir mal überlegt, wo möchte ich denn meinen Gewehrriemen eigentlich anbringen. Ich habe bei mir jetzt hier die Entscheidung getroffen, dass ich das Ganze auf jeden Fall mit QD-Swivels anbringen möchte, also Quick Detachment Swivels, wo ich eben den Riemen auch eben schnell rauf und runter geben kann. Dann habe ich mir eben gedacht, okay, Riemen. Und was ich natürlich auch drauf haben möchte, ist der Slingkeeper. Es gibt zu diesen beiden Produkten noch separate Videos, also schaut euch die auf jeden Fall auch an. Jo, alles was ihr für dieses Video braucht, ist eine Schere und ein Feuerzeug und einen Schraubenzieher. Jetzt geht es darum, ich schaue mir jetzt mal an, wo möchte ich den Gewehrriemen mit den QD-Swivels eigentlich anbringen. Ich tue jetzt zuerst mal gleich die Sachen auspacken. So, jetzt habe ich alles heraus. Ich habe jetzt hier die zwei QD-Swivels, die ich am Gewehrriemen anbringe. Und ich habe mir im Vorfeld auch schon Gedanken darüber gemacht, welche Montagepunkte möchte ich am Gewehr nutzen. Ihr seht hier bei diesem Gewehr, das hat einige eingearbeitete QD-Swivel-Punkte, also sowohl hier hinten am Schaft, hier hinten gibt es auch noch einen Montagepunkt und hier vorne auch. Genauso wie hier vorne am Handschutz. Das ist auch etwas, je nachdem, was ihr für Rails habt, was ihr für Gewehre habt, da auch davor achten, bevor ihr sozusagen auswählt, wie ihr das Ganze draufbaut. Ich habe aber jetzt Folgendes gemacht, ich habe mir hier noch eine RSA-QD-Montage geholt, die wird auf der Rail oben eingeschraubt und bietet einen gewissen Winkel bei der Anbringung des Slings. Gut, die Verpackungen, die geben wir jetzt mal weg. Kommen wir gleich zum ersten Punkt, ich baue mir jetzt den Gewehrriemen zusammen. Generell, hier habe ich jetzt den Gewehrriemen mit der Polsterung und mit dem Verstellbereich. Und jetzt geht es gleich mal darum, dass wir die QD-Swivels da dran anbringen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Länge ich am Ende haben werde, aber wir schauen uns noch gleich an, wie man den Sling kürzt. Und jetzt geht es mal darum, dass wir hier mal die QD-Swivels draufgeben. Bei den QD-Swivels, ihr habt hier so zwei Tree-Glides aus Kunststoff. Bei denen ist es so, dass ihr die QD-Swivel nehmt, fädelt sie durch und jetzt fädelt ihr den Teil zurück durch die beiden Tree-Glides. Hier ist jetzt zuallererst mal noch nicht wichtig, wie viel sozusagen hier Überstand ist und Co. Wir machen jetzt einmal die maximalste Länge und passen das dann an unseren Körper und unser Gewehr an. So, dasselbe mache ich im hinteren Bereich. Auch hier nehme ich wieder die QD-Swivel, fädel das wieder zurück durch die Tree-Glides. Cool, haben wir. So. Die QD-Swivels sind jetzt am Riemen dran. Jetzt geht es darum, hey, wie bringe ich das Ganze am Gewehr an? Ich habe vorher schon darüber gesprochen, dass ich hier so eine RSA QD-Mount habe. Und im hinteren Bereich, hier habe ich mich dazu entschieden, dass ich das Ganze am Hinterschaft hier in der vorgesehenen QD-Büchse anbringe. Hier ist das Ding, ob linke oder rechte Seite, ist Geschmackssache. Bei meinem Gewehr hier jetzt, da bringe ich es auf der rechten Seite an, damit sich das hier rundherum gibt. Gut, aber jetzt geht es darum, den vorderen Teil, wo bringe ich den an? Ich habe vorher schon darüber gesprochen, dass je nach Hersteller es auch Handschütze gibt, wo es schon eingearbeitete QD-Montagepunkte sind. Und hier ist es jetzt dann so, dass ich gesagt habe, hey, ich werde die RSA-QD-Montage verwenden. Generell, wenn ihr auch an den Slingkeeper denkt und an die Montage, dann überlegt euch immer vorher ganz genau, zeigen hier auch noch einmal, dass die Waffe safe ist, wie ich denn das Ganze letztendlich benutzen möchte. Ich habe jetzt hier die maximalste Schaftposition und ich weiß, hey, okay, meine Handhaltung, die wird irgendwie in diesem Bereich sein. Jetzt wäre es natürlich extrem kontraproduktiv, wenn genau meine RSA-Montage da sitzt, wo ich das Ganze sozusagen halte. Und dadurch sehe ich jetzt schon, ich habe die Hand jetzt genauso gelassen, ich werde das circa in diesem Bereich der Rail werde ich das anbringen. Hier auch ganz wichtig, schaut darauf, wie verhält sich das mit eurer Optik, dass das Ganze nicht im Weg ist, wenn ihr das Ganze nutzt. Das heißt, jetzt nehme ich als nächstes mal den Schraubenzieher und öffne das Ganze einmal. Natürlich hier auch
Wenn ihr probiert immer wieder mal auf Sachen aus, wie verändert sich das? Ich würde es nicht beim ersten Mal alles gleich festkleben, sondern hier auch wirklich gucken, hey, vielleicht möchte ich es nochmal woanders hinsetzen. So, ich mache jetzt hier das Ganze zu. Handfest einmal. Und jetzt kann ich nochmal sozusagen gucken, okay, passt, wäre mir das irgendwie im Weg. Also gerade irgendwie so da drüber greifen, das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Cool, jetzt haben wir sozusagen die RSA-Montage vorne angebracht. Jetzt geht es zu den QD-Swivels. Bei den QD-Swivels möchte ich auch noch sagen, sollte der Hersteller, von dem ihr euer Gewehr gekauft habt, irgendeine Empfehlung haben, welche QD-Swivels am besten passen für seine Einsätze, dann folgt dem auf jeden Fall. So, hier bringe ich jetzt zuerst einmal an der vorderen eben die eine an und, wie schon vorher gezeigt, an der hinteren bringe ich mal die andere an, auf dieser Seite. Cool. Jetzt habe ich mal den Gewehrriemen drauf montiert und jetzt geht es darum, hey, es macht natürlich einen großen Unterschied, wie nah die Aufnahmepunkte für die QD-Swivel beieinander liegen, auch gerade mit Hinblick, wo sitzt die Waffe, wenn ihr sozusagen beide Hände frei habt. Ich hänge mir das Ganze jetzt einmal um und ich sehe, wie es so jetzt ausgeliefert ist in der Originallänge. Und hier ist eben genau auch das Wichtige bei den Möglichkeiten zur Anpassung beim Blackfire 2-Point Sling, dass die Schulterpolsterung, die hat zwar eine große Fläche, aber ich merke, hey, die Waffe sitzt viel zu weit unten. Das hat auch nochmal einen großen Einfluss drauf, wenn ihr zum Beispiel kleinere Waffensysteme habt, wie zum Beispiel hier. Hier habe ich eine MPX-K und bei der ist es eben auch so, dass wenn ich den Sling in der Originallänge nehme, dass mir die etwas zu tief sitzt. Und jetzt schauen wir uns an, wie ich das Ganze anpassen kann. Das erste, was ich jetzt mal mache, ist auf jeden Fall mal hier im Bereich der Schulterpolsterung, dass ich eben hier auf jeden Fall mit dem Kolben etwas näher komme. Das heißt, ich spiele das Spiel jetzt von der anderen Seite, nehme die QD-Swivel raus und fädel hier mal ein Triglite wieder zurück und schaue, dass ich hier etwas näher komme. Weil das ist auch gerade mal das Wichtige, jeder von uns hat andere Körpermaße. Du kannst einen sehr kurzen Torso haben, einen etwas längeren Torso und das macht natürlich auch etwas aus darüber, wo sitzt die Waffe, wenn ihr beide Hände sozusagen nicht an ihr habt. So, ihr seht, ich habe hier jetzt einen Überstand, also ich fädel das jetzt gerade zurück. Wir schauen uns nachher gleich auch an, wie man das Ganze dann sozusagen abschneidet und auch versorgt. Cool, Nummer 1 habe ich mal so gesetzt. Ich habe vorher jetzt gerade schon auch gesehen, hey, wenn ich das in der Originallänge hatte, hier auch ganz wichtig, schiebt einmal den Verstellbereich sozusagen ganz nach vorne bis an die vorderste Position, weil das wäre sozusagen die Position, wo ihr wahrscheinlich das Ganze dann auch habt. Ich montiere das jetzt nochmal, jetzt habe ich zuerst den Hinterschaft eingestellt. Schauen wir uns das Ganze nochmal vorne an. So, ich merke, das passt jetzt schon ein bisschen besser, der Kolben sitzt an einer guten Position, aber es ist mir trotzdem noch ein bisschen zu tief. Deswegen mache ich dasselbe Spiel, was ich hinten gemacht habe, vorne jetzt auch und schiebe das Ganze jetzt mal. Hier kann man sich auch schriftweise sozusagen vorhandeln, das heißt einmal ein bisschen verstellen und auch wirklich erst abschneiden, dazu kommen wir nachher gleich noch, und versorgen, wenn ihr wirklich sicher seid, hey, das ist genau die Position, die ich haben wollte. So, ihr seht, dass ich auch jetzt hier beim vorderen Bereich einen Überstand habe, aber es geht uns erst einmal die richtige Position zu finden. So, für mich fühlt sich das jetzt genauso richtig an, wie ich es habe. Ich könnte natürlich jetzt noch ein bisschen feinjustieren. Und ihr seht, ich habe jetzt hier noch einen Überstand und hier noch einen Überstand. Bevor wir den aber abschneiden, schauen wir uns einmal noch jetzt auch die Position des Sling Keepers an. Beim Sling Keeper, den gibt es insgesamt in 2 verschiedenen Größen. Das heißt, wir haben auch auf unserer Website einen Sizing Guide, also für unterschiedliche Umfänge ist er gemacht. Und da ist mein Pro-Tipp: Misst euch einmal aus, welchen Umfang denn euer Vorderschaft oder auch Hinterschaft, es gibt ja verschiedene Montagemöglichkeiten, hat. Und hier könnt ihr dann den Sling Keeper euch in der richtigen Größe holen. Ich habe jetzt hier einmal den passenden Sling Keeper sozusagen schon hier. Wenn ihr den Umfang messen wollt, dann gibt es verschiedene Tricks. Entweder ihr habt ein Maßband oder wenn ihr kein Maßband habt, sozusagen ein flexibles, dann mein Tipp: Nehmt eine Schnur, wickelt sie einmal rundherum an die Position und messt das Ganze mit dem Lineal ab. Cool, dann kommen wir jetzt zur Montage des Sling Keepers.
Hier auch wieder wichtig, wo habe ich meine Position, wenn ich schieße, also wo ist meine Hand am Vorderschaft. Und hier merke ich jetzt auch, okay, in diesem Bereich hier vorne, da ist eigentlich meine Handposition. Ich könnte jetzt entweder die RSA-Montage nachher zurücksetzen, aber ich habe mich jetzt hier entschieden, ich werde den Sling Keeper jetzt in diesem Bereich hingeben. Es gibt hier kein richtig oder falsch im Sinne, dass es muss vor der Montage oder hinter der Montage sein. Das ist wirklich etwas, probiert es aus, probiert verschiedene Möglichkeiten, um auch wirklich da für euch das beste Ergebnis zu bekommen. Gut, ich bin Rechtshänder, das heißt der Sling Keeper mit dem elastischen Teil, der ist auf jeden Fall auf der linken Seite, weil hier möchte ich ja schnell Zugriff haben. Ich habe den Sling Keeper hier jetzt schon draufgegeben und jetzt darum, dass ich ihn hier mal versorge. Ihr seht es auch hier ist auch wieder ein Überstand, auch der wird später entfernt. Wenn ihr jetzt dann die richtige Position gefunden habt, also ihr seht, ich hätte hier sehr viele Möglichkeiten, wo ich ihn hinschieben könnte, also es wäre auch noch hier hinten möglich, da halt einfach wirklich der Fokus liegt auf der Ergonomie, dass euch nicht im Weg ist. Und jetzt werde ich auch einmal das Ganze, bevor ich da jetzt abschneide und alles genauso versorge, werde ich einmal jetzt auch sozusagen den Sling Keeper einmal nutzen. Das heißt, ich falte das Ganze jetzt einmal. Hier mein Pro-Tipp. Ihr werdet mit der Zeit den richtigen Weg, wie ihr das Ganze faltet und hineingebt, rausfinden. Also das ist wirklich etwas, verschiedene Möglichkeiten mal probieren und da sozusagen auch nicht zu lange irgendwie das Falten, sondern eher kurz. Und diesen kurzen Teil, der vorne ist, den schiebe ich jetzt durch meinen Sling Keeper durch und dadurch kann ich mir jetzt mal simulieren, okay, cool, mit dem Sling Keeper jetzt im ausgefahrenen Schaftzustand, macht natürlich auch einen Unterschied, ob du den eingefahren hast, schaut das eigentlich schon mal sehr gut aus, aber ich habe hier jetzt natürlich überall noch diese Überstände und die werden wir jetzt los. Das erste, was ich jetzt mal mache, ist hier den Überstand beim Sling Keeper am Vorderschaft zu entfernen. Dazu, das könnt ihr einfach mit einer Schere abschneiden. Es ist immer so gedacht, der Sling Keeper, die Montage, dass das Dreizack aufrecht steht. Bitte macht das gibt mir bei Fotos anschauen, sonst echt Anxiety. Also dann habt ihr ihn richtig montiert. Gut, ich schneide den hier jetzt ab. Das heißt, ich habe hier jetzt den Überstand, nehme eine Schere und ich schaue mir noch vorher eben an, dass ich die richtige Position habe und schneide da jetzt. Cool. Ich mache hier jetzt wieder zu und ihr seht, den Überstand, den habe ich jetzt entfernt. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil, nämlich, dass wir jetzt den Überstand hier am Sling entfernen. Ich habe jetzt da, für mich wäre das jetzt die finale Position. Hier gehe ich jetzt zuerst bei den Triglets und schneide jetzt hier einmal mit der Schere durch. Nehmt auch wirklich eine gute Schere, ein gerader, sauberer Schnitt. Und jetzt kommt der wichtige Teil nämlich noch. Jetzt geht es nämlich noch um das Veröden der Enden. Das ist ein Faserstoff, das heißt, ihr habt verschiedene sozusagen einzelne Fäden und da ist es eben wichtig, dass sich das mit der Zeit nicht löst. Nehmt ein Feuerzeug und das eben leicht hier entlang fahren, damit ihr hier eben das Ganze verschmelzt. So, cool. Dasselbe wiederhole ich jetzt auch im hinteren Teil. Das heißt, ich nehme mir auch hier wieder etwas Überstand, schneide hier wieder gerade ab und auch hier nehme ich das Ganze wieder und veröde diesen Teil wieder. Wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass ihr das macht, einfach damit hier sich die einzelnen Fäden nicht lösen. Cool. Und jetzt habe ich meinen Gewehrriemen richtig an meine Körpergröße und an mein Gewehr angepasst. So war das jetzt genau für mich perfekt. Ich habe hier nicht in Konflikt irgendwie mit Sling Keeper oder eben der QD-Montage. Auch meine Optik hat nicht irgendwie Berührungspunkte oder irgendwie, dass das Sichtfeld eingeschränkt wird. Und das war's eigentlich, wie du deinen Two-Point-Sling, den Sling Keeper, an deinem Gewehr festmachst. Falls du Fragen hast zu diesem Video, wie funktioniert das oder irgendetwas nicht klar ist, schreib super gerne hier unten in die Kommentare. Wir beantworten euch das gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Wolfgang von Black Trident.